Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute wieder mal am Giersenbach-Parkplatz. Da fährt man ein Stück laufen. Ich bin also nicht die Giersenbach-Klamm raufgegangen, sondern ich bin ein Stück weiter raufgefahren. Da gibt es eben nochmal den Parkplatz. Und von da weg gehe ich heute mit euch ein Stück hinter mir die Straßen auf und dann biege ich aber links ab Richtung Oberaudorf vor allem. Ich möchte zur Dreinsalm. Heute nur eine Hüttenwanderung, weil es gestern noch wahnsinnig geregnet hat. Und ich habe heute ein bisschen eine neue Kamera an Bord, da möchte ich ein paar Aufnahmen machen und einmal schauen, ob ich gleich zusammenbringe oder ob es nur ein Lerntag wird. Auf geht's! Im Giersenbach sieht man es auch. Da kommt zwar immer Wasser runter, aber ich habe schon das Gefühl, dass es heute wieder ein bisschen mehr ist. Ein leichter Wind, die Wolken hängen heute so auf 800 Meter noch. Ich hoffe, das löst sich auch noch weitgehend auf. Und dann schauen wir mal, wie weit da oben die Strecken ausschauen. Ihr merkt schon, wenn es so warm ist und natürlich auch dampfig, dann suche ich mir schon ein bisschen die Wege aus, wo es im Wald und vielleicht in der Nähe von einem Bach aufgeht. Es ist da jetzt eine Mischung aus eigentlich noch kühl und trotzdem merkt man die Sonne schon. Ist echt schön zum Raufgehen. Und die Seite ist deutlich ruhiger, als wenn man über das Naturfreundehaus hinten geht zum Brünnstau. Obwohl das jetzt auch nicht der total überlaufene Weg ist. Es geht jetzt schon eine ganze Zeit so im Steig rauf. Die letzte Aufnahme habe ich vor 20 Minuten gemacht. Und ich weiß rein von den Höhenmeter, dass ich nicht mehr allzu weit zu den Oberaudorf Almen habe. Man sieht da schon ein bisschen aus, wo es heller wird. Und dann bin ich einmal gespannt, ob sie die Wolken weiter nach oben zurückziehen heute. Da kann man jetzt links runtergehen. Man kann aber auch da rechts raufgehen. Servus, grüß euch. Zwei Radlfahrer, die scheinbar auch von den Oberaudorf vor allem runterkommen. Und ich gehe halt lieber die schmalen Steigerl, der ist halt auch, ich bin echt überrascht, wie trocken das doch alles ist darauf. Entweder hat es da drin nicht so viel geregnet wie bei uns. Da hat es um eins nur mehr einen Schauer runtergehauen, ich glaube mit 15 oder 17 Liter in kürzester Zeit. Und da sind wir jetzt, glaube ich, nach zwei so langzunge Kurven schon auf freier Almfläche.
Auch gerade über den Zaun drüber sind wir an die Oberaudorf Falmen. Es ist doch ein ganzer Schwung, die da beieinander stehen. Und ich muss jetzt noch mal schauen, weil das letzte Mal bin ich praktisch hinter der letzten Alm hinaufgegangen. Da geht man auch bis dann auf, wo man, ja, ein paar Kirchen werden wir sehen, so leicht rechts von dem Einschnitt, und da oben geht es dann links rüber und man kommt zum Dreinsjoch auf. Ich werde heute an der letzten Alm ein bisschen runtergehen und die Straße da drüben weitergehen. Dann kommt man eben, soweit ich weiß, da links oder irgendwo bei dem da drüben auf und sieht dann auf der anderen Seite zur Dreinsjoch. Da möchte ich heute hingehen. Da oben ist auch schon Gruppen unterwegs und ich komme jetzt dann gleich an der obersten von den Almen vorbei. Da war vor, ich glaube, 1,5 Jahren, wie ich das Video gemacht habe, habe ich eine Zeit lang mit einem geratscht. Das ist auch so ein alter Bergfix von früher und ich mache jetzt noch einen Abstecher zu dem wirklich, muss ich schon fast sagen, einmaligen Almkreuz da oben, das man im Hintergrund sieht. Das möchte ich euch heute noch ein bisschen schöner zeigen. Und dann gehe ich eben wieder eher runter und weiter Richtung Dreinsjoch. Ich gehe jetzt gerade wieder ein Stück runter. Und ich habe eigentlich gemeint, ich kann da unten rechts rübergehen und kann mir dann auch zur Dreinsjoch rüber. Es ist aber jetzt gar nicht eingezeichnet. Mich wundert das, weil ich habe das letzte Mal, wie ich da oben war, habe ich Leute gesehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, gibt es einen Steig, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe in der Karte, oder geht es doch nicht um mich? Jetzt schauen wir es einfach einmal an. Wenn es black geht, muss ich umdrehen. Aber das macht ja nichts, das war bis dahin schon eine schöne Wanderung. Eine Brotzeit habe ich dabei, dann wird es doch kein Hüttentour. So, jetzt gehe ich doch weiter runter. Jetzt gerade habe ich es hinter mir gefragt, zwei Radlfahrer und ich glaube der Bauer oder Pächter, ich weiß nicht, habe ich jetzt gar nicht gefragt. Aber man gesagt, doch, da kommt man schon über. Man geht jetzt da hinauf bis zum Rost, hat er gemeint. Dann sieht man kein Bein, da gehen wir halt dann rauf. Und dann gibt es oben ein Wankerl, wo man eben links herum sitzt. So von uns aus gesehen schaut man nach Bayern und rechts herum schaut man nach Tirol. Also dann Richtung Viersee und Landl hinten rein. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt um. Über die Holzbrocken. Da geht es jetzt wahrscheinlich erst noch ein Stück die Straße weiter. Da braucht man nicht mit viel Leuten rechnen, weil die geht da gar nicht so weit rüber, was ich gesehen habe. Wir sind jetzt ganz schwach bergab gegangen. Und wie ich gesagt habe, bei dem Rost, beim Weiderost, da sehe ich jetzt schon Schwindel. Auf unserer Seite ist es gar nicht angeschrieben. Jetzt gehe ich mal rum ums Eck. Und da haben wir die zwei Radlfahrer, die mich gerade noch überholt haben, bergab, gesagt, da ist es noch mal angeschrieben. Das Dreinsjoch. Und man kann aber, weil ich heute gar nicht auf den Gipfel rauf möchte, zur Dreinsjoch runtergehen. Beziehungsweise gehe ich halt jetzt hier mal da rauf.
einen Wetterbericht ein bisschen im Blick, weil die Zeit, wo es das Ringen anfangen soll, da ist jetzt auch auf 3, also 15 Uhr vorverlegt, was ursprünglich einmal auf 18, 19 Uhr gesagt war. Da meine ich, darf ich heute ein bisschen aufpassen. Weil wenn es heute regnet, dann haben Gewitter dabei. Der steigt auf, muss direkt stehen bleiben. Der ist eher selbsterklärend. Der geht nämlich entlang der Rinne da wirklich ziemlich gerade auf. Da ist jetzt gerade Schwitzen angesagt. Aber ich schätze, weit habe ich nicht mehr auf. Und ich muss euch sagen, mit der Hüttenwanderung wird es ja nichts. Ich habe das Gefühl, dass weder heute schneller umschlägt, als wie es vorhergesagt war. Und am Schluss bin ich irgendwie noch mein eigener wieder Prophet und verlasse mich auf das, was ich selber weiß. Darum werde ich hinaufgehen. Das geht jetzt gewiss noch. Dann sehen wir runter auf die Dreinsalm. Und falls einer von euch nachgeht, dann kann ich auch runtergehen. Das ist wirklich gemütlich einkehren. Ganz nette Wirtsleute. Und ich weiß aber, zum Einkehren habe ich, so wie es jetzt zuzieht, bestimmt keine Zeit mehr. Auf eins von den Zielen, die ich euch heute eben beim Raufgehen sagen wollte, gehen wir gerade zu. Die kleine Kapelle da oben, die habe ich gesehen, wie ich die Tour drüben gegangen bin. Und da war mir klar, muss ich auch mal her. Ich glaube, dass wir da jetzt gleich einen wirklich Wahnsinnsblick auf Tirsee rein haben. Oder zumindest in das Tal rein. Und da in der Nähe muss das Bankerl sein, wo man, wenn man sich auf die eine Seite hinsitzt, Bayern und auf die andere Seite Tirol sieht. Die schaut sogar relativ neu aus. Bin gespannt, ob es offen ist. Geht es aber schwer auf. Für 4 oder so eher 8 Leute, wenn man sie schlank macht. Schick gemacht, eine ganz neue Kabine. Das Dreinsjoch ist in Nebel eingepackt. Da sind die Dreinsbäume und speziell da unten. Jetzt habe ich es. Das ist die Dreinsalm, wo man einkehren kann. Ich denke, sie hätten offen, aber ich traue dem wieder nicht. Und darum gehe ich jetzt noch da auf. Da ist ein Kreuzum. Und das Bankerl, wo man in die 2 Länder reinschaut. Es war jetzt bloß eine kleine Runde da vorne rum, dass man mal Richtung Dreinsalm runterschauen kann. Es ist wirklich eine schöne Tour. Ganz einfach, einsam. Und die paar Leute, die sowas gern gingen von euch, die werden dafür einen besonderen Spaß dran haben, weil es ihm nicht so zugeht.
Und das ist das Bankerl, wo man entweder nach Bayern oder auf die Tiroler Seiten schauen kann. Ganz witzig gemacht, aus einem Baumstamm rausgeschnitten. Da drüben sehen wir einen Korser rein, Zahnkorser, hinter eine Richtung Walchsee. Da drüben ein Brünnstein und das Brünnsteinhaus blitzt auch ein bisschen weiß aus. Aber wie gesagt, mir zieht das schnell zu. Ich werde mich nicht lange aufhalten. Na was, bis daher auch wirklich eine traumhaft schöne Tour. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.